Hallo Cutinator! Heute packe ich gleich 3 verschiedene Slime-Highlights aus. Auf cutelifehacks.de auf Instagram gibt es ein Gewinnspiel zu diesen verschiedenen Slime-Geschenken, die es gibt. Also schau unbedingt dort vorbei, wenn du eines von diesen Sachen gewinnen möchtest. Heute darf ich gleich 3 verschiedene Sachen auspacken. Und zwar einerseits darf ich Unicorn Crush auspacken. Da ist Slime drin, man zerdrückt es und irgendwie kommt dann Glitzer zum Slime dazu. Ich bin richtig gespannt, weil es ist eigentlich fest. Dann darf ich auch noch auspacken Cutie Tuties, das ist von Poopsie Slime, falls ihr Poopsie Slime Surprise schon kennen solltet. Und das sieht eigentlich aus wie so ein glitzernder Slime, übereinander geträufelt mit süßen Augen. Und irgendwie ist da auch Slime drin und das kann irgendwie was Tolles. Ich bin gespannt. Und zu guter Letzt teste ich auch noch Sparkly Critters. Also mal schauen, was mich da erwartet. Es sieht aus wie eine riesengroße Dose und es hat auch etwas mit Slime zu tun. Also womit soll ich loslegen? Ich bin selbst ein wenig überfordert, weil ich alles am liebsten sofort gleichzeitig auspacken möchte. Ich würde sagen, ich starte einfach mit den Cutie Tuties. Es sind insgesamt über 25 Cutie Tuties und über 30 verschiedene Slimes und es ist echt entzückend. Es ist eine Überraschung anscheinend in dem Ganzen mit dabei und die sind natürlich, manche sind etwas seltener, manche sind ein bisschen häufigere Charaktere und die sehen alle richtig entzückend aus. Also ich bin mal gespannt, welchen Charakter ich heute hier ziehe. Ich muss gestehen, dass das Ganze ein bisschen größer ist, als ich dachte. Ich habe es nämlich online gesehen und habe es mir etwas kleiner vorgestellt. Und als ich es jetzt so hier in echt sehe, denke ich mir doch, okay, es ist ein bisschen riesiger, als ich dachte. Und wenn ich es auf der Oberseite angreife, ist es tatsächlich ein bisschen wobbelig und weich. Also ich dachte eigentlich, dass es hart ist. Ganz einfach, weil das in diesem Plastikcone ist. Das ist natürlich ein bisschen geschützt. Und ich dachte eigentlich, dass es komplett fest auf der Oberfläche ist. Es ist aber weich. Also das ist sehr lustig. In der Verpackung steht natürlich Gott sei Dank einiges auch drinnen, was man machen kann. Also man kann einerseits hier auf der Oberseite den Slime aufschneiden. Nur finde ich das viel zu schade, weil ganz ehrlich, die Verpackung sieht so toll aus. Variante B ist, dass man unten aufmacht. Das ist vielleicht eher die Variante, die, glaube ich, jeder wählen würde, weil die Verpackung ist so schön und ich will sie eigentlich ewig behalten und irgendwo hinstellen. Weil das ist einfach der perfekte Slime. Ich liebe ihn. Also gut, machen wir das Ganze unten auf. Ich schaffe es emotional wirklich nicht, das aufzuschneiden. Wer von euch könnte das aufschneiden? Ich könnte es nicht aufschneiden. Also ich könnte es nicht aufschneiden. Unten kommentieren, weil ich könnte es nicht. Also ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe Panik, ich zerstöre die ganze Verpackung. Wie toll ist das? Also erstens ist das eine der coolsten Verpackungen, die mir je untergekommen ist. Und zweitens sieht das nach einem wirklich magischen Slime aus. Also ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Das sieht unglaublich magisch, farblich, glänzend, glitzerig aus. Um den gesamten Slime hinauszubekommen, ist sogar empfohlen, dass man ihn komplett von innen nach außen drückt. Ich habe Angst, dass ich die Verpackung kaputt mache, weil ich liebe sie, aber das kann man wirklich machen. Ich bin begeistert. Also die Verpackung ist das coolste ever. Natürlich haben wir im nächsten Schritt den kleinen Surprise Cutie Tutti hier im Slime drinnen. Die Verpackung ist wirklich recht witzig. Das ist irgendwie so ein verstecktes, verpacktes, kleines extra Surprise-Päckchen. Er ist mega transparent. Also genau so stellt man sich Slime vor. Genauso soll Slime sein. Transparent, glitzerig, schön. Was ist das für ein entzückendes Cutie Tutti? Oh! Dieses Cutie Tutti nennt sich Nightfall und ich bin absolut begeistert davon, dass es Wimpern hat. Und es riecht irgendwie nach Eiscreme. Ja, das steht sogar dabei. Okay, es riecht wirklich nach Eiscreme. Ich habe es ausgepackt und mir gedacht, riecht das Slime nach Eiscreme? Und das Slime riecht nicht nach Eiscreme. Das hier riecht nach Eiscreme. Es ist entzückend. Das kleine Cutie Tutti sieht nicht nur extrem cute aus, sondern es riecht nach Eiscreme. Es hat ein kleines goldenes Horn, was ich absolut entzückend finde. Und es hat Wimpern, bitte. Also das ist eine Sammelfigur, die ich absolut nachvollziehen kann, dass man die alle haben möchte, wenn die alle so genial aussehen. Allein die Augen, es sieht so unglaublich, so habe ich wieder nicht gesehen, es ist unglaublich.
Cutie Tutti in Blau gefällt mir sogar noch besser als der grüne. Ich finde, die Augen sind irgendwie bei dem noch ein bisschen sparklier. Okay, hier ist direkt vor uns schon das Überraschungs-Cutie Tutti. Also drücken wir raus und holen wir alles raus. Hier kommt der Slime. Mit dabei bei den Slimes sind Wasserslimes, also sehr wasserige Slimes, transparente Slimes, Air Sand, also dieser fluffige Sand, Wolkenschleim ähnlich, Galaxy Cotton Candy, also Zuckerwatte, Jelly und auch Rainbow Slimes. Das hier, nehme ich an, ist Rainbow, aber es ist nicht einfach nur ein Slime, sondern es hat so eine ganz witzige, eigene, mega dehnbare Textur. Okay, der Slime war jetzt schon wirklich toll. Ich bin gespannt, welches Cutie Tutti sich da dahinter verbirgt. Ganz einfach, weil das schon so ein besonderer Slime war. Okay, das sieht ein bisschen aus wie eine Frucht. Was bist du? Oh mein Gott, ich lieb's. Ich lieb's so sehr. Es ist das Entzückendste überhaupt. Wie kann etwas so süß aussehen? Das ist eine Erdbeere, die ein Unicorn hat, Wimpern hat und einfach Blumen am Kopf hat. Wenn ich eine Erdbeere wäre, wenn ich wirklich eine Erdbeere wäre, wäre ich die hier. Ich wäre diese Erdbeere. Sie ist so toll. Als nächstes darf ich Unicorn Crush auspacken. Es ist ein Einhorn und es sieht wirklich aus wie ein Einhorn. Also ich habe selten etwas gesehen, was so perfekt aussieht, wie Einhörner aussehen sollen. Für dieses Do-it-yourself braucht man aber auch noch 2 Schüsseln und eine davon soll mit Wasser befüllt sein. Also ich bin mal gespannt, was mich jetzt hier alles erwartet. In der Verpackung mit dabei ist Unicorn Slime. Gut, das ist eindeutig sandig. Also das Horn, was da drin ist, ist wirklich eindeutig aus einem Sand. Es verliert auch so kleine Sandkörnchen. Und im nächsten Schritt soll ich das 10 Sekunden in das Wasser geben und anschließend dann in der Schüssel mit dem Slime auszudrücken. Ich bin ein wenig gespannt, was da drin ist. Und es ist so kreativ, ich bin vollkommen überfordert. Die Cutie Tuttis davor waren mich schon fasziniert und jetzt sowas. Okay. Und jetzt über den Slime halten. Und jetzt einfach zerdrücken. Oh mein Gott! Es ist so unerwartet passiert. Ich pack's gar nicht. Wie toll ist das? Übrigens, also das ist wirklich eines der schönsten Glitzer, was mir je untergekommen ist. Und der Slime an sich ist super spannend. Das Einhorn, was sich hinter dem Glitzer-Einhorn-Behälter, der übrigens richtig genial ist, versteckt, ist in diesem Fall jetzt ein pinkes. Und das gebe ich jetzt 10 Sekunden in das Wasser und anschließend zu dem Slime dazu. Oh mein Gott, wie toll! Es ist so toll, es sieht so schön aus. Es sieht einfach nur so wunderschön aus. Es ist einfach so wunderschön. Es ist Slime gemischt mit Sand, gemischt mit Glitzer. Es sind 3 tolle Sachen kombiniert. Es kann nur toll sein. Es glitzert einfach nur. Es glitzert so sehr, man braucht gar keinen Filter oder irgendwas drüber geben. Es glitzert einfach nur unglaublich.
Als nächstes darf ich die Sparkly Critters auspacken und ich liebe die Verpackung. Sie sieht super entzückend aus wie eine überdimensionale Dose und ich freue mich so sehr, weil die Dose werde ich mir definitiv auch in mein Regal hinter mich stellen, einfach nur, weil sie so genial aussieht. Und mal schauen, wie das alles zum Auspacken ist. Gut, hier ist auf der Rückseite aufgezeichnet, dass man das hier öffnen soll, also machen wir das auch mal so. Also hier ist einmal Unicorn Shimmer und einmal Unicorn Magic. Wie toll ist das? Man dreht es und da drin sind Sachen. Ich liebe diese Aufbewahrung. Oh mein Gott, wie toll ist das? Diese Box alleine, wie toll ist diese Box? Man fährt irgendwie auf Urlaub, man kann alle Dinge individuell hineingeben und es dreht sich. Es ist eine mega geniale Verpackung. Ich bin begeistert. Das ist wirklich eine der coolsten Sachen, die mir je untergekommen ist. Kann man auch super weiterverwenden, oder? Ich meine, oder alleine, wenn man sagt, okay, ich stelle das Ganze hier hinein oder habe das irgendwie als Display und auf der Rückseite habe ich ein Geheimfach, um etwas zu verstecken. Ich bin begeistert. Glitter and Sparkles. Also das ist so ein kleiner Behälter und ich nehme mal an, dass das dafür da ist, dass man den Slime im Nachhinein noch verwenden kann, aufbewahren kann. Und mit dabei ist ein Unicorn-Löffel. Und das hier ist, denke ich, ein Faultier, oder? Genau, das nennt sich Dawdle und riecht nach Erdbeer. Riecht nach Erdbeer. Richtig süß. Sieht wirklich genial 3D aus, genau wie bei diesen Cutie Tuties. Ich kann es gar nicht. Es sieht so. Es ist nicht Comic, es ist einfach so, als wäre es echt. Als wäre es ein echtes Lebewesen, nicht einfach nur eine Puppe, sondern wirkt so unfassbar futuristisch. Also in dem nächsten Schritt muss ich den Schnuller hier weggeben von dem süßen Cutie. Und dieses Getränk hier mit Wasser befüllen. Es ist nämlich wie eine Art Spritze aufgebaut, sodass man wirklich die genau richtige Menge an Wasser hier hineinfüllen kann. Was ich super praktisch finde, weil das geht mega schnell und unkompliziert. Und eine Spritze, auf der so ein Getränk abgebildet ist, habe ich echt noch nicht gesehen. Also, ich finde es cool. Und jetzt muss ich die Puppe schütteln. Und den nächsten Schritt dann einfach nur auf den Kopf der Puppe drücken, sodass die ganze Flüssigkeit hinauskommt. Der Slime bildet sich dann schon nach wenigen Minuten. Der Slime ist toll zusammengekommen und jetzt geht es darum, auch Unicorn Magic hinzuzugeben. Das Pulver hat wirklich eine seidige Konsistenz und hinterlässt auf der Oberfläche des Slimes einen leichten Holographic Schimmer. Es macht auch unglaublich viel Spaß, dieses Pulver in den Slime einzuarbeiten, einfach weil er dadurch immer heller wird und eine ganz andere Oberflächenstruktur bekommt. Noch dazu sieht er jetzt wirklich viel heller aus und schimmert irgendwie dreidimensional. Machen wir jetzt weiter mit Unicorn Shimmer. Wie bei allen Glitzern, die ich heute getestet habe, ist auch dieses Glitzer wieder unglaublich vielschichtig und hat eine ganz besondere, schimmernde, farbige Brillanz. Ich freue mich, dass ich jetzt ein zweites auspacken darf. Yay! Wie süß ist das? Es sieht wirklich herzig aus. Es ist einfach nur so putzig und die Wimpern sind so süß. Es ist richtig herzig. Ich pack's nicht, wie süß diese Sachen aussehen. Jetzt kommt das Schätzchen, bekommt jetzt wieder etwas zum Trinken. Dieses Mal werde ich etwas weniger Unicorn Magic verwenden, sodass man den Holographic Look auch besser am Video erkennen kann. Und ihr seht es jetzt an den Rändern, wie es einfach diesen tollen, vielschichtigen, leichten Mermaid Look bekommt. Es ist wirklich faszinierend, was da alles enthalten ist. Begonnen bei der genialen Verpackung, bei den kleinen Püppchen, wo man wirklich nicht mit diesen genialen Charakteren überhaupt rechnen kann. Dann, dass man einfach die mit etwas, was wie ein süßes Getränk aussieht, befüllt, mischt, Slime bekommt und dann noch diese Effekte hat auf dem Slime. Es ist wirklich so vielfältig, einfach nur unglaublich. In dem heutigen Video waren 3 wirklich so verschiedene, unterschiedliche, geniale Spielsachen mit Slime und ich kann es gar nicht glauben, dass so etwas erhältlich ist, weil es einfach nur absolut kreativ und genial ist und ich sowas noch nie erlebt habe, sowas gar nicht selber machen könnte mit irgendeiner Form, einfach weil es so unglaublich toll verarbeitet ist, genial verpackt ist und unglaublich viel Spaß macht damit zu spielen.
mir jetzt so viel Spaß gemacht hat, dass ich mir gedacht habe, ich muss euch auch die Freude machen. Also folgt mir unbedingt auch auf Instagram unter @cutelifehacks.de. Dort gibt es nämlich ein Gewinnspiel, wo ihr verschiedene Sachen gewinnen könnt, weil das müsst ihr auch probieren. Schreibt mir doch unten in die Kommentare auf jeden Fall, welche der 3 Sachen euch am besten gefallen hat, ob das die Cutie Tuties waren, Unicorn Crush oder die Sparkly Critters. Ich muss sagen, alle 3 haben irgendwie etwas Geniales an sich und ich könnte mich jetzt gar nicht entscheiden. Ich will einfach nur alle 3 noch mehr davon und ich will alle haben, weil ich will alles sammeln. Das sind einfach viel zu süße Sachen dabei, oder? So herzig. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und vergesst natürlich auch nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Und vergesst nicht, auf Instagram vorbeizuschauen. Ich schicke euch ganz viele Küsse. Und bye!